Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch diese schönen Sterne basteln. Die Sterne sehen jetzt wirklich ein bisschen schwieriger aus, als sie tatsächlich sind. Schaut euch das Video bis zum Ende an und dann gelingen sie euch bestimmt. Was ihr für die Sterne benötigt, das ist die Vorlage bzw. die Vorlagen. Einmal für den Stern selber und einmal für den inneren Teil des Sterns. Die Vorlagen findet ihr wie immer unter der Beschreibung. Nicht unter der Beschreibung, unter dem Video in der Beschreibung. Dann legen wir jetzt schon mal los mit dem Stern. Ich habe meins natürlich schon vorgefalzt und vorgeschnitten. Die roten gestrichelten Linien werden alle gefalzt. Und die durchgezogenen Linien, die schneidet ihr dann am besten mit einem Lineal und mit einem Cutter durch. Ja, und mit meinem Papier habe ich jetzt nicht mitgedacht. Ich lege jetzt da eine Schneidematte drunter, damit ihr das besser sehen könnt. Also eigentlich werden jetzt diese inneren Linien einmal umgeknickt und die äußeren genauso. Achtet hier, dass eine saubere Spitze entsteht. Ja, und dann tun wir diese quer verlaufenden Falzlinien umknicken. Und zwar liegt der Teil jetzt unterhalb, der umgelegte, und an der Spitze tun wir jeweils oben eine Bergfalte knicken. Und die innerhalb liegenden Falzlinien, die knicken wir dann als Talfalte nach unten. Und dann wäre der erste Teil eigentlich schon fertig. Dasselbe wiederholen wir jetzt mit dem zweiten Stern, also mit der zweiten Hälfte. Ja, und wenn ihr den zweiten Teil dann auch fertig habt, dann müssen wir diese beiden Hälften zusammenkleben. Und dazu tue ich das Ganze jetzt wieder nach unten drücken. Und dann tue ich jetzt überall bis zu der Kante Bastelkleber hin. Also wichtig ist die Kante seitlich. Und die zweite Hälfte kleben wir dann bündig übereinander, und da gehe ich jetzt der Reihe nach vor. Und zwar schaue ich, dass die ersten beiden Zacken bündig übereinander liegen. Solange der Kleber noch nicht ganz trocken ist, kann ich da jederzeit nachkorrigieren. Wenn dann alles ordentlich sitzt, dann kann ich hier nochmal nachdrücken mit dem Finger oder mit dem Falzbein. Und dann lassen wir das Ganze gut trocknen. In der Zwischenzeit können wir den Streifen vorbereiten. So, und zwar knicke ich jetzt erst einmal diese langen Falzlinien einmal um. Und auf dieser Seite auch. Und dann könnt ihr das Ganze umknicken. Und zwar jeweils diese quer verlaufenden Faltlinien. Und zwar immer entgegengesetzt.
Einmal nach unten und einmal nach oben. Und diesen Teil, den knicken wir auch einmal ein bisschen um. Und da kommt jetzt etwas Bastelkleber rauf. Und das Ganze wölbe ich jetzt so, dass dieser Schlitz außerhalb liegt. Dann kann ich das Ganze hier so einkleben. Und dann nehmen wir wieder den Stern. Da tun wir jetzt etwas gleichmäßig nach innen drücken. Und dann stecken wir diesen Stern durch den inneren Teil des Sterns. Und nun tue ich seitlich an den inneren Stern überall einen dünnen Streifen Bastelkleber anbringen, entlang der Kante. Dann biege ich das Ganze so weit nach oben, dass der innere Stern, der darf ruhig ein bisschen weiter innen sitzen, also ungefähr so einen halben Millimeter. Dann sieht das Ganze am Ende schöner aus. Da achte ich dann darauf, dass überall derselbe Abstand in etwa ist. Bevor wir die andere Seite nun auch zukleben, lasse ich das Ganze wirklich gut trocknen und korrigiere das hier nochmal aus, solange der Kleber feucht ist. Und dasselbe wiederhole ich jetzt auf der anderen Seite. Da drücke ich das Ganze jetzt etwas nach unten und bringe wieder an den inneren Stern Bastelkleber an. Da tue ich jetzt dann wirklich an dem Zacken etwas zusammendrücken, dann geht das Ganze nach oben. Und fertig ist mein schöner Stern. Ich hoffe, er gefällt euch genauso gut wie mir. Und wenn ihr nachbastelt, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basteln. Tschüss, bis zum nächsten Mal.